erst wo ich gemerkt habe, dass andere Leute das nicht können, dass sie nicht an vielen Orten gleichzeitig sein können und viele Erfahrungen zur gleichen Zeit machen können, hatte ich aufgehört, das zu leben und angefangen, ganz bewusst die Entscheidung zu treffen, mit dem Eintritt in die Schule so und die Gespräche mit den anderen Kindern, so ihr macht das gar nicht, ah okay, ich bin komisch, ich lasse das, das macht man so nicht. Ähm, ja, so ganz normale Konditionierung. Und das finde ich so schade, dass mit der Schule spätestens bei den meisten Kindern solche Potenziale und Geschenke und Fähigkeiten einfach von ganz alleine raus konditioniert werden. Entweder durch die Erziehung der Eltern, durch den Notendruck, durch den Leistungsdruck oder einfach durch die Gespräche mit anderen Kindern. Wenn man was kann, was andere Kinder nicht können, kommt automatisch dieses Mithalten wollen und dadurch der Drang, sich anpassen zu müssen. Und so ging das natürlich auch zu und ging aber wieder auf wo ich 11, 12 war, wo ich das nicht mehr unterdrücken konnte. Das war wie so eine Bombe, die irgendwann geplatzt ist. So, ich kann nicht aufhören, sensitiv zu sein. Das konnte ich übrigens nie unterdrücken, dass ich immer andere gefühlt habe. Das war wie so eine Bürde, die ich mitgenommen habe wie ein Kryptonit überall, wo ich hingegangen bin. Deswegen habe ich viel meditiert schon als Kind und habe mich zurückgezogen, aber auch trotzdem die sozialen Kontakte genossen und ich habe es geliebt, mit Kindern zu spielen, natürlich auch. Aber ich brauchte sehr viel Ruhe immer noch zwischendrin. Es ist interessant, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht in meiner Kindheit, weil die Erwachsenen haben mir gesagt, ja, sowas gibt es nicht, das bildest du dir nur ein und all diese Sprüche halt. Irgendwann in der Schule war das auch komplett weg, lange Jahre, ne? Und irgendwann ist es dann ganz bewusst auch mal wieder in mein Leben getreten. Und jetzt meine Frage an dich. Klar, in der Schule hast du ja gesagt, es war kein Raum für diese Dinge, aber irgendwann ist doch, sage ich mal, die geistige Welt oder wer hat dich herangetreten, hat gesagt, ja, jetzt werden wir doch mal wieder auf diesem Level weiterarbeiten, oder? Es war tatsächlich eher dann eine spirituelle Entwicklung, weil ich hatte es geschafft, es so zuzumachen, dass ich lediglich nur noch diese Sensitivität hatte. Und die Gedanken, die ich gehört habe und diese ganzen anderen Empfindungen, die ich hatte, waren dann eher so von mir verdrängt. Es ist nicht meins oder es ist meins. Dass ich teilweise gedacht habe und geglaubt habe, dass alles, was ich fühle, meins ist. Ich bin das Problem sozusagen. Das war ganz besonders dominant während meiner Pubertät, dass ich gar nicht mehr wusste, fühle ich jetzt mich, weil als Kind war mir das noch bewusst, ich fühle die anderen. Da hatte ich den Sinn von selbst noch. Und durch das Zugehen und nicht mehr damit beschäftigen und verdrängen und wegmachen, wurde es dann irgendwann zu einem, das bin ich, was ich fühle. Bis ich dann irgendwann über verschiedene Wege herausgefunden habe, warte mal, ich fühle einfach die anderen. Und das war ein Wiedererlernungsprozess. Und mit diesem Erlernprozess wieder zu lernen, sich wieder zu finden, sich wieder zu erkennen, ich bin quasi nochmal durch einen Aufwachprozess und einen Selbsterkennungs- und Realisierungsprozess gegangen in meiner Jugend und besonders auch während der Zeit nach meinem Studium, dass ich auch wieder hier lernen musste, als ich in meiner Arbeit, in meiner normalen 3D-Arbeit gearbeitet habe, ähm, wieder zu lernen, mich zu reinigen, zu klären, zu wachsen, spirituelle Entwicklung zu machen. Und da kam das dann langsam wieder zurück. Also ich musste mich wie frei arbeiten von all dem, was ich die ganzen Jahre verdrängt hatte. Weil letzten Endes, auch wenn wir die anderen fühlen, ähm, sind die anderen auch wir. Ich bin die andere Person, ja, in einer gewissen Art und Weise, aber ich fühle die andere Person, ich fühle die Erfahrung der anderen Person, aber ich bin ich in meiner Energie. Und das war der wichtigste Schritt für mich, in die Erkenntnis wieder zu mir selbst zu kommen, dass jede Energie, die in meinem Energiefeld ist, aus einem Grund in meinem Energiefeld ist. Dass die Personen, die in meinem Energiefeld energetisch ihre Energien hinterlassen haben, oder die Aspekte, die Facetten, die sich gebildet hatten, letzten Endes wie Heiltore waren, Heilportale waren, die mir geholfen haben, mich zu heilen. Das sind wie Bindungsbrücken und daraus durch diese intensive Schattenarbeit, die ich gemacht habe über Jahre hinweg,
da kamen auch die ganzen Fähigkeiten wieder hervor und haben sich um immense Kapazität verstärkt, sodass ich jetzt ganz bewusst diesen Körper verlassen kann, während ich spreche, andere Inkarnationen durchleiten kann, durch diesen Körper parallel in andere Realitäten gehen kann. Während wir sprechen, kann ich zum Beispiel in andere Inkarnationen reingehen, Informationen von dort nehmen und hier verbalisieren. Das alles passiert im Hintergrund, aber ich kann das bewusst. Das heißt, dass das Potenzial durch den Reinigungsprozess, nachdem es verschüttet wurde, jetzt viel klarer gekommen ist, weshalb auch eine der Hauptarbeiten, die ich mache mit den Menschen, die zu mir kommen, ist, ihnen beizubringen, nicht mehr vor sich selbst wegzulaufen, sondern durch ihre Schatten hindurchzugehen und zu sehen, dass ihre Schatten, ihre Aspekte, aber auch Reinigungs- und Klärungsarbeit so wichtig sind in der Verkörperung von selbst, sich selbst, seiner Seelenverkörperung. Alles ist also da aus einem Grund. Und wenn das erkannt wird, in dem Moment kommst du selbst zurück. Und wenn du zu dir selbst zurückkommst, bringst du das mit, was du bist. Und damit alle Fähigkeiten, die da sind als Potenzial. Ich hatte vor vielen Jahren, da war ich im allergrößten Stress, mitten auf der Arbeit, als Angestellter noch. Es ging alles gerade wirklich rauf und runter. Meine Ex-Frau wollte das Sorgerecht. Auf der Arbeit lief es nicht so gut, finanziell lief es nicht so gut. Meine Freunde haben sich verabschiedet. Da alles Schlimmste, was man sich so denken kann, ging weg. Und ich habe relativ schnell erfahren, dass meine geistige Führung gemeint hat, du musst da durch, weil es ist ein Bewusstwerdungsprozess jetzt, ne, wegen Schattenseiten und so weiter. Ja. Ja, und das hat sich auch darin hin entwickelt, dass sich einige meiner Fähigkeiten sehr klar gezeigt haben. Ne? Da bin ich heute noch dankbar für. Und damals an dem Punkt wusste ich also gar nicht, was das alles soll. Ja, Aber diese Dark Night of Soul. ja, Wenn es war sehr interessant. Ja. Ja, und dann, wenn wir keine Chance mehr haben, wegzugucken, wenn wir keine Chance mehr haben, vor uns selbst wegzulaufen und das Außen so einen Druck auf uns macht, das ist dann der Moment, wenn, sag ich mal, das Ego schmilzt. Wir können unser Ego nicht entfernen. Wir können nicht machen, dass wir kein Ego haben, aber wir können machen, dass unser Ego weich wird. Aus einem harten, starken Ego kann ein weiches, sanftes Ego werden. Und dann in dem Moment schmilzt, sag ich mal, dieses Ego in das Herz hinein und dann kommt es zur Blüte von einem selbst am Ende. Ähm, Was genau braucht es denn eigentlich, damit die Menschen eben nicht mehr, damit man eben nicht mehr vor sich selbst davonläuft? Was braucht es denn, damit man anfängt, wirklich seine Aufgabe zu leben? Mut und Achtsamkeit. Und besonders wirklich die bewusste Entscheidung zu treffen, nicht mehr im Opfer zu sein. Ähm, Was ich beobachte, ist, dass diese Opfermentalität für viele eine Art sicherer Hafen ist, weil man sich so sehr daran gewöhnt hat, sich als Opfer zu sehen. Und ich sage jetzt nicht nur die, die dastehen und sagen, ich arme selbst, sondern die anderen sind schuld. In dem Moment, wenn ich sage, die anderen sind schuld, das System ist schuld, die anderen müssen das für mich tun, dann ist es die Verantwortung abgegeben zu haben. Und wenn man die Verantwortung abgibt, ist man in einer gewissen Art und Weise verantwortungslos. Und aus Verantwortungslosigkeit kommt letzten Endes auch, dass die anderen Schuld tragen an dem Zustand, wenn man in sich keine Verantwortung trägt. Es ist so wichtig, aus diesem Opferbewusstsein, Victimhood Mentality herauszukommen und ein für alle Mal souverän zu sein und zu sagen, ja, ich übernehme die Verantwortung für meine Schöpfung. Und da kann helfen zu sagen, alles ist gut in meiner Kreation. Das ist auch eines von den Sätzen, die bei mir sehr oft genommen werden. Alles ist gut in meiner Kreation.